Hast du schon... Ahoi, hoi und willkommen zurück. Was sagt Bild, Ton etc.? Bildton etc. sagt bei mir noch, lädt noch. Ja gut, dann... Dann warten wir noch mal einen Moment, Jo, Moment. bis wir das okay gekriegt haben, dass Bild, Ton etc. funktionieren. Test 1, 2, 3. Läuft. Wuhu! Ach ja. Ach ja, Bücher. Als Astralwanderung bezeichnet man eine bewusste außerkörperliche Erfahrung, bei der die Seele, der astrale Körper, sich vom physischen Körper trennt und unabhängig von diesem durch den Raum reisen kann. Hierfür finden sich bereits Belege bei frühgeschichtlichen Zivilisationen. Bereits im alten Ägypten finden sich mehrere Darstellungen der Seele oder Ka beim Verlassen des Körpers vor dem Tode. Die Bezeichnung Astralprojektion bezieht sich im Allgemeinen auf eine Reise zu anderen Welten, Himmeln, Höllen, astrologischen Sphären oder anderen imaginären Landschaften. Der Begriff wird aber auch im Zusammenhang mit nichtkörperlichen Reisen in der physischen Welt verwendet. Obgleich die Bezeichnung weitreichende Verwendung findet, stellt der Begriff ätherische Reise, der von einigen Theosophen neueren Datums verwendet wird, ein sinnvolles Bedeutungsgegenstück dar. Einige Erlebnisberichte erzählen davon, unterschiedliche Zeiten oder Orte besucht zu haben. Ätherisch bezieht sich in diesem Kontext darauf, dass das Subjekt sich außerhalb seines Körpers in der physischen Welt bewegt, wohingegen man im Zusammenhang mit einer Veränderung der Zeitwahrnehmung von Astral spricht. Der ätherische Körper ist meist, wenngleich nicht immer, unsichtbar. Oftmals wird eine Verbindung zwischen diesem und dem physischen Körper als silberne Schnur erfahren, die beiden während der Trennung miteinander verbindet. Gelegentlich werden auch Träume, in denen der Schläfer fällt, mit einer Astralwanderung in Verbindung gebracht. Es gibt auch Berichte, in denen das Subjekt sich in eine Welt begibt, die sich mit keiner bekannten physischen Realität in Deckung bringen lässt. Diese Bereiche können belebt oder unbelebt sein, künstlich, natürlich oder abstrakt wirken und können sowohl als seligmachend, erschreckend oder auch neutral empfunden werden. Ein verbreiteter theosophischer Glaube besagt, dass ein Kompendium mystischen Wissens gibt, das als Akasha-Chronik bezeichnet wird. In vielen Bereichen verbindet der Erlebende die astrale Ebene mit der Traumwelt. Gelegentlich wird auch von anderen Träumern berichtet, die sich ihrer weiteren Umgebung unbewusst in ihre eigenen Traumszenarien hingeben. Metempsychose, gebildet aus dem griechischen Meta, das Veränderung zum Ausdruck bringt, und Psyche, Seele, bezieht sich auf die philosophische Idee der Seelenwanderung zum Zeitpunkt des Todes, mit anderen Worten, der Reinkarnation der Seele in einen anderen Menschen oder Tier. Generell wird angenommen, dass das Konzept auf Orpheus im 6. Jahrhundert v. Chr. zurückgeht. Orpheus konstatierte, dass Körper und Seele zwei unabhängige Einheiten darstellen, die während der Lebenszeit miteinander verbunden sind. Zum Zeitpunkt des Todes wird diese Verbindung aber zerschlagen und die göttliche Seele wird aus ihrem körperlichen Gefängnis befreit. Solange die Seele keine absolute Reinheit erlangt, bleibt sie im Kreislauf der Reinkarnation gefangen. Taten, die zur Lebzeit begangen werden, beeinflussen die Reinheit der Seele und bestimmen, wie viel länger diese Reise weitergeht, bevor die Seele in den Himmel eingehen kann. Der Theorie folgend wird die Seele eines Menschen oder Tieres zu einem anderen Lebewesen überführt. Gewisse Eigenschaften oder Züge der Persönlichkeit bleiben während der Reinkarnation für gewöhnlich erhalten.
Beispiele hierfür sind die Augenfarbe oder die Zuneigung zu einer bestimmten Person oder Affinität zu einem spezifischen Gegenstand. Die genauen Umstände der Seelenwanderung sind ungeklärt. Im Allgemeinen wird angenommen, dass eine Menschenseele zu einem Tier überführt wird, das bereits am Leben ist. Dachte der Bär. Der Bär? Also nicht den Stoffbär, den die wo der Sohn gestorben ist, ein Kind gegeben hat? Ja. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, das Datum von Tod und Geburt des alten und neuen Körpers gegeneinander abzugleichen, um eine potenzielle Reinkarnation zu überprüfen. Oh. Ein vermuteter Fall von Metempsychose ist für die Region des heutigen Deutschlands im Mittelalter verbrieft. Hier fanden zwei verfeindete Familien ihr Ende. Der letzte Spross der einen Familie wurde verdächtigt, die Stallungen der anderen angezündet zu haben. Wodurch der letzte Angehörige dieser Familie verstarb. Bald darauf ließ sich ein Schimmel auf dem Grundstück der Familie des Überlebenden nieder. Während eines Ausritts brach ein Feuer im Anwesen aus und das Pferd galoppierte mit dem Reiter in die Flammen und tötete hierdurch beide. Das Pferd soll in diesem Fall die Reinkarnation des getöteten Erben gewesen sein, der Rache an seinem Mörder üben wollte. Eine Seance ist eine ernsthafte Sache. Einige Vorsichtsmaßnahmen müssen getroffen sein, wenn man versucht, die Geisterwelt zu kontaktieren. Das Medium muss eine entspannte Gefühlshaltung sein, bevor die Seance beginnen sollte. Dies kann durch Meditation, Gebet oder durch medizinische Hilfsmittel erreicht werden. Ein aufgebrachtes Medium wird sich äußerst negativ auf die Qualität der Seance auswirken und kann sogar gewalttätige Geister anziehen. Während der Seance fungiert das Medium als Gefäß, das von den Geistern besessen wird. Hierdurch kann es Nachrichten der Verstorbenen weiterleiten. Gelegentlich findet ein Ouija- oder Hexenbrett Verwendung. Dies sind flache Tafeln, meist aus Holz, auf denen mehrere Symbole, Bilder, Buchstaben, Zahlen oder Wörter zu finden sind. Zum Brett gehört eine Planchette, französisch für Brettchen, die die Form eines dreibeinigen Zeigers oder eines Vergrößerungsglases auf Beinen besitzt. Ein möglichst einfaches Hexenbrett weist einfach das Alphabet des Landes, in dem es verwendet wird, auf. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, ganze Wörter auf dem Brett anzubringen. Das Brett wird folgendermaßen verwendet. Einer der Teilnehmer der Seance legt einen oder zwei Finger auf die Planchette, die in der Mitte des Brettes liegt. Das Medium stellt den Geistern, mit denen man kommunizieren will, dann Fragen. Moment. Moment. Ja, ich musste mir einmal die Nase putzen. Der Riesenkalmar oder auch Architeuthis dux ist einer von vielen Schrecken der Tiefe. Er wurde noch nie von Menschen gesehen und alle Hinweise auf seine Existenz wurden entweder an Küsten angespült oder im Bauch des natürlichen Feindes des Riesenkalmars, des Pottwals, gefunden. Forscher gehen davon aus, dass der Riesenkalmar bis zu 53 Meter groß werden kann. Schnäbel und Tentakel wurden in den Mägen von Walen gefunden und zeigen Spuren von Saugnäpfen. Der riesige Fleischfresser hat einen torpedoförmigen Körper. Er bewegt sich durch die Meere, indem er durch Saugwirkung einen Wasserstrahl aus seinem Körper presst. Das Ungetüm hat einen schnabelgleichen Mund, der stark genug ist, um ein Stahlkabel zu zerteilen. Die Tentakel erstrecken sich bis weit jenseits des Körpers und weisen etliche Saugnäpfe aus, von denen jeder von mehreren zahnartigen Vorsprüngen umgeben ist. Diese Saugnäpfe können sich an andere Lebewesen mit einem furchterregenden Würgegriff anheften. Selbst der mächtige Wal wird hierdurch mit relativer Leichtigkeit zur Strecke gebracht.
Ein Augenzeugebericht einer Begegnung mit etwas, das wahrscheinlich ein Riesenkalmar war, liefert Benjamin Roberts, der erste Maat der Althea. Die Abenddämmerung hatte bereits eingesetzt. Wir waren kurz vor der Küste von Madagaskar, als der Ausguck uns auf ein Grollen an Backbord hinwies. Aus der Tiefe erschien der Leviathan, ein Pottwal, der eindeutig Nöten war. Bei genauerer Beobachtung merkten wir, dass er im Todesgriff riesiger Arme gefangen war. Arme, wie ich sie nie zuvor gesehen hatte. Die Mannschaft verfiel in Panik und etliche fingen an, von Seeungeheuern und Kraken zu brüllen. Währenddessen kämpfte der Wal weiter seinen vergeblichen Kampf. Mitleid für die Kreatur überkam mich, als seine quälenden Schreie die Luft zerrissen. Der Kapitän befahl mit einen sofortigen Kurswechsel und bald zogen wir wieder unsere Wege und überließen die Kreatur ihrem grausamen Schicksal. Die religiösen Praktiken, die gemeinhin als Voodoo bezeichnet werden, stammen ursprünglich aus Afrika. Ihre Verbreitung unterlag in den letzten Jahren aber einer Wanderung. Nachdem sich die Ausübung der Praktiken anfangs auf die westindischen Inseln konzentriert hat, stieg die Verbreitung sprunghaft an, als nach einer Revolte in Santo Domingo eine Welle freigesetzter Sklaven nach Vespuccia auswanderte. Jahrelang wurde die Religion im Geheimen praktiziert. Nach der Aufhebung der Sklaverei im Jahre 1840 trat sie aber als weitläufiger akzeptierter Glaube hervor. Die größte Dichte an Voodoo-Praktizierenden findet sich in New Bretagne, im Besonders im Stadtbezirk Gascogne. Obgleich Voodoo im Grunde eine afrikanische Religion ist, hat es sich in New Bretagne durch den Katholizismus beeinflusst weiterentwickelt. Voodoo in New Bretagne hat etliche katholische Heilige übernommen und sich zu einer Mischreligion entwickelt, die es nur in dieser Stadt gibt. Eine Eigentümlichkeit, die Voodoo an sich auszeichnet, ist die Verwendung von Glücksbringern und Amuletten mit unterschiedlichen Funktionen und Bedeutungen. Im Allgemeinen spricht man hier von Gris-Gris. Gris-Gris stammen ursprünglich ebenfalls aus Afrika und wurden dort meist eingesetzt, um böse Geister und Unglücksfälle abzuwehren. In den Voodoo-Praktiken von New Bretagne nimmt Gris-Gris aber eine dunklere Bedeutung an, da es hier auch verwendet werden kann, um Unheil und Leid zu bringen. Verbreitete Arten von Gris-Gris. Gris-Gris wird immer in einem Lederbeutelchen aufbewahrt. Die Zutaten unterscheiden sich je nach erwünschter Wirkung. Zeichnung eines Gris-Gris-Beutelchens. Gris-Gris, das einen Spieler Glück bringen soll, behaltet beispielsweise immer Leder, roten Flanellstoff, den Zahn eines Haies und etwas Taubenblut. Gris-Gris, um Feinde zu vertreiben, beinhaltet Chilipulver oder Schießpulver. Für gewöhnlich befindet sich der Name der Person auf ein Stück Papier geschrieben mit im Beutel. Um jemandes Geschäft zu schädigen, muss der Gris-Gris Hühnerknochen und Staub von einem Grab beinhalten. Chicken bones and dust for bad luck in business, huh? That sounds awfully familiar. Warte, haben wir da sowas nicht gefunden? Knochen und Staub. Mit der Geisterwelt oder sowas. Kontakt aufzunehmen, wird meistens ein Medium zu Hilfe gezogen. In einer Seance, einer gebräuchlichen Art der Kommunikation mit den Toten, versucht ein Medium in der Gegenwart einer kleinen Gruppe von Menschen Kontakt mit den Toten aufzunehmen. Generell wird angenommen, dass die zusätzliche Energie der Anwesenden dabei hilft, eine stärkere Verbindung zur Geisterwelt aufzubauen. Ein Medium wird definiert als Person, die mit den Toten sprechen kann. Es wird zwischen zwei Arten unterschieden, geistige und physische. Geistige Medien stimmen sich selbst auf die Geisterwelt ein und ermitteln Nachrichten, indem sie Geister spüren oder visuell wahrnehmen. Physische Medien können Manifestationen der Geister hervorrufen, beispielsweise Erscheinungen, Klopfgeräusche, Glockenschläge und ähnliches. Hierzu setzen sie Ektoplasma ein, das in ihnen und in den Anwesenden während der Seance erzeugt wird.
Es ist unklar, wie man zum Medium werden kann. Manche Medien behaupten von Geburt an die Fähigkeit zu haben, andere wiederum schreiben die Fähigkeit Nahtod oder anderen traumatischen Erfahrungen zu. Illustration: Ein Medium ruft einen Geist an. Ob ein Medium einen Geist sehen oder nur hören kann, hängt zum Großteil von seinem Fähigkeitsgrad ab und von seiner natürlichen Einstimmung auf die Geisterwelt. Einige Medien behaupten, dass diese Einstimmung durch Übung und weitere Studien verbessert werden kann. Andere hingegen beharren darauf, dass entsprechende Fähigkeiten nicht beigebracht werden können, sondern dass das Medium diese entweder besitzt oder eben nicht. All diejenigen, die behaupten, dass sie jenseits des Schleiers der nur Wahnsinn erwartet, frage ich, ist es etwa Wahnsinn, das Antlitz des Jenseitigen zu erblicken? Jener, der uns das kosmische Wissen diejenigen vermitteln könnte, die vor uns kamen, um die Richtung, in die wir steuern und um den Zweck, den wir dienen, seht hinter den Schleier. Legt die Schleukappen von Logik und Vernunft ab und öffnet euch dem Ungewissen. Denn hier liegt die Wahrheit in letzter Instanz nicht in am ungebeugsamen Buch. Ihr müsst euren Geist öffnen und eure Stimmen erlauben, sich einzustimmen und erkennen zu können, was tatsächlich vor euch geht, denn jenseits des Schleiers ist alles. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einer alten Bekannten, die wenige Tage zuvor ihre Mutter verloren hatte. Sie erzählte mir, dass sie in den Tagen nach dem Tod ihrer Mutter eine Veränderung in der Ausstrahlung ihres Hauses spürte. Sie spürte eine gütige Energie. Sie war davon überzeugt, dass der Geist ihrer Mutter von jenseits des Schleiers kontaktierte. Weshalb auch nicht. Der Tod ist nicht das Ende unserer Existenz. Wir legen vielleicht unsere physischen Körper ab, unsere Seelen sind aber unvergänglich. Vielleicht haben wir noch nicht die Fähigkeit erworben, mit den Verstorbenen zu kommunizieren. Doch kommen wir dem Tode jeden Tag näher. Unsere Freunde und Angehörigen, die nun jenseits des Schleiers im Äther verweilen, haben dasselbe Bedürfnis, mit uns zu sprechen, wie wir mit ihnen. Aus diesem Grund sind Medien, die mit Geistern reden können, auch so hilfreich. Ohne sie wären wir führerlos. Medien wird viel Skepsis entgegengebracht und das ist auch nicht immer unbegründet. Aber allein die Tatsache, dass Medien existieren, sollte Beleg genug dafür sein, dass jene höhere Macht, die uns erschaffen hat, sicherstellen wollte, dass es unter uns solche gibt, die den Abgrund zwischen den Toten und Lebenden überschreiten können. Spontane menschliche Selbstentzündung ist ein hochgradig kontrovers diskutiertes Feld. Sie verliert aber nie ihren Stellenwert bei gelehrten Anhängern des Okkulten und Unerklärlichen. Der Begriff bezieht sich auf die Verbrennung durch ein Feuer, für das es keinen ersichtlichen äußeren Auslöser gibt. Der Ursprung des Feuers wird innerhalb des Körpers der Opfer gewähnt. Das Buch Medizinische Rechtsprechung aus dem Jahre 1823 listet die Gemeinsamkeit verzeichneter Fälle spontaner menschlicher Selbstentzündung auf. Hierunter findet sich Eins, die Opfer sind chronische Alkoholiker. 2, im Allgemeinen handelt es sich um Frauen fortgeschrittenen Alters. 3, die Hände und Füße fallen für gewöhnlich ab. 4, das Feuer richtet wenig Schaden an Gegenständen in Körpernähe an. 5, schleimige und übel riechende Ascherückstände bleiben zurück. Eine Illustration zweier Männer, die ein Opfer der spontanen menschlichen Selbstentzündung finden. Die meisten Ärzte und Vermittler vermuten, dass Alkoholismus Auslöser der spontanen menschlichen Selbstentzündung ist. Der Magier. Als zentrale Figur zeigt die Karte eine Person, denen eine Hand zum Himmel deutet, während die andere Hand auf den Grund zeigt, gleichsam, um zu sagen, wie in der Höhe, so auch am Boden.
Diese recht komplexe Wendung fasst zusammen, dass die Erde den Himmel widerspiegelt, dass die äußere Welt sich im Inneren spiegelt und dass der Mikrokosmos den Makrokosmos spiegelt und dass die Erde Gott widerspiegelt. Man kann die Karte auch so interpretieren, dass der Magier die Fähigkeit besitzt, Mittler zwischen den höheren Sphären und der gegenwärtigen Welt der Menschen zu sein. Auf dem Tisch des Magiers finden sich Symbole aller 4 Farben des Tarots, die symbolisiert, dass alle 4 Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer durch den Magier miteinander verbunden sind. Das Zeichen für Unendlichkeit über seinem Kopf deutet die unendlichen Möglichkeiten an, die der freie Wille hat, um Dinge zu erschaffen. Der Magier ist die Repräsentation reiner Willenskraft. Dank der Stärke, die die Elemente und Farben ihm verleihen, erschafft er durch die Kraft seines Willens Gegenstände aus den Träumen des Narren. Er ist das Verbindungsglied zwischen Himmel und Erde, denn er allein versteht die Bedeutung, die den Worten wie in der Hölle, so auch am Boden innewohnt. In der Höhe. Dass Geist und Welt nur Reflexionen voneinander sind. Wer erkennt, dass er die Kraft hat, eine innere Welt zu erschaffen, wird feststellen, dass die äußere dieser folgt. Die Liebenden. Die Karten der Liebenden zeigt Mann und Frau, die von einem Engel gesegnet und beschützt werden. Hier abgebildet ist der Engel Raphael, der Engel der Luft, derselben Elements, das auch dem Sternzeichen zugeordnet wird, das diese Karte bestimmt. Die Zwillinge. Luft wird mit der geistigen Beschäftigung und hier insbesondere mit der Kommunikation in Verbindung gebracht. Diese stellen die Grundlage jeder gesunden Beziehung dar. Durch eine Segnung erhält die Karte einen Ausdruck von Ausgewogenheit und Harmonie. Die Symbolisierung der Vereinigung zweier entgegengesetzter Kräfte im kosmischen Sinne. Die Hauptbedeutung der Liebenden ist die Harmonie, gegenseitiger Zugewandtheit und Perfektion im Rahmen einer Beziehung. Das Vertrauen und die Einheit, die die Liebenden auszeichnet, verleiht beiden Selbstsicherheit und Kraft, wodurch wiederum die Gegenpart gestärkt wird. Die Bindung der beiden ist stark und kann eine Hochzeit oder andere enge und innige Partnerschaft anzeigen. Eine andere Bedeutung der Karte ist das Konzept der Wahl zwischen 2 Möglichkeiten, die einander entgegengerichtet sind und sich gegenseitig ausschließen. Dies kann ein Dilemma andeuten, das über sorgfältig nachgedacht werden muss, um die richtige Wahl in der jeweiligen Situation zu treffen. Also, die setzen hier die Liebenden quasi mit Zwillinge gleich. Das klingt jetzt etwas inzestiös, aber... Naja. Inzestiös. Hast du nicht zugehört? Ich habe zugehört. Aber ich habe was anderes auf dem Bildschirm. Das ist so... Und die Von mir liegt's Liebenden Bild nicht. und Zwillinge sind laut diesem Buch quasi das gleiche. Ja, ich check's. Gehirn hat eingehört, hat aufgeholt. Ja. Ja. Oder um es mit den Ärzten zu sagen, das befriedigt unsere Triebe. Der Äther ist die hauptsächliche Bahn, durch die Geister reisen und mit den Menschen kommunizieren können. Diese unsichtbare Dimension existiert im Zusammenhang mit unserer, kann aber nur von Menschen eingesehen werden, die das zweite Gesicht haben oder über spezielle Kommunikationswerkzeuge verfügen. Die geläufigste Vorrichtung, um mit den Geistern zu reden, ist das Ätherometer. Wenn Geister mit uns in Kontakt treten wollen, Ätherometer, ist das ein echtes Ding? ihre Nachrichten, keine Ahnung, als Schwingungen in unserer Welt, die nur durch genannte Hilfsmittel oder Menschen wahrgenommen werden können. Das Ätherometer nimmt diese Schwingungen auf und übersetzt diese in Klängen oder Worte, die ein Medium dann interpretieren kann. Würde mich aber nicht wundern. Geister müssen zur Kommunikation eine große Menge psychischer Energie aufwenden. Deshalb können die meisten Nachrichten nur unter Zuhilfenahme dieser Vorrichtung empfangen werden. Wenn ein Geist aber eine große Menge Energie zur Verfügung hat, kann es zu einem
zu einer physischen Manifestation oder Erscheinung kommen. Obgleich dies seltener vorkommt, sind dennoch im Laufe der Geschichte etliche Erscheinungen dokumentiert worden. Dank der Verbreitung moderner Spherotopie gelang es, Bilder dieser Erscheinungen festzuhalten. Leider sind hierfür aber lange Belichtungszeiten notwendig, die die Aufnahme von Geistern erschwert, da diese sich schnell bewegen und oftmals nur für Sekundenbruchteile sichtbar sind. Dank der fortschreitenden technologischen Entwicklung wird es aber sicher bald möglich sein, Bilder mittels Spherotopie mit nur wenigen Sekunden Belichtungszeit festzuhalten. Hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geist aufgenommen werden kann. Leider können Bilder von Geistern leicht nachgemacht werden, weshalb es bereits einige Fälschungen gibt. Aufgrund dieser wird es immer schwieriger, tatsächliche auch Geisteraufnahmen zu belegen. Aber die Verringerung der Belichtungszeit wird auch helfen, Täuschungen zu erschweren. Die weitere Entwicklung dieser Technologie wird spannend bleibend. What a ridiculous contraption. People will do anything to make a quick crown. I think I've seen one of these before. What does it do? It's a spirit board. We use it to contact spirits, and they in turn spell out a message with the letters on the board. Well, I've got a message from Miss Maxwell if she ever tries to use a spirit board around me. A great man once said to me, "Bill, you aren't going to get very far in life just staring at balls." He's dead now. But then again, so am I. Could I ask you about some things, Miss Maxwell? Certainly, darling. I don't hear the voices of all spirits, just one. Miles, what are you doing? Ah, you have a spirit guide. Please, tell me more, darling. I wouldn't call him a spirit guide so much as a spirit nag. This is a very, very bad idea. Do you know who this spirit is? Yes, it's my former detective partner, Bill. I shot him on our last case together. You shot him? He was on a roof being held at knife point by a burglar. They were too close. I took the shot, but missed, and hit my partner instead. Oh my, you poor darling. Is he angry with you? Well, he is now. He doesn't think it's a good idea to tell others about him. But normally, he's the same as he was in life. He just wants me to find the man responsible for his death. I've told him I'm really the one responsible, but he insists it's the burglar. I see. This is quite the unfortunate situation. My advice to you is this. Spirits often know best. You do well to listen to him about keeping his presence to yourself. Not everyone is as open-minded as we members of the Spectre Society. Maybe I misjudged her. I know. It's been hardest keeping this from my wife, but I can't drive her away. She's all I've really got left. Your story has touched me, Mr. Fordham. I will do everything I can to help you and your spirit guide find peace. If I find anything out which might help you, I will contact you personally. Thank you, Miss Maxwell. I appreciate it. Well, that could have turned out much worse. I'm warning you, Miles. Tell anyone else about me, and I won't be so forgiving. Thank you for the information. It was very enlightening. It was my pleasure, darling. I'll be going now. May the spirits guide you to that which you seek. Hello again, Mr. Fordham. I have some questions for you, Mrs. Davis. All right. Mrs. Davis, have you ever had Linda visit you at the Harris Manor? Oh, no, of course not. Then would you care to explain your note to her in the Spectre Society guest book?
Please, Mr. Fordham, I didn't mean to lie to you. It's just that it gets so lonely by myself in the house at night. So every now and then, I invite Linda to come over for tea and some company. I see. And when was the last time this happened? 2 nights ago? Please don't tell Mr. and Mrs. Harris, Mr. Fordham. If they found out what I was doing, they'd have me dismissed without a reference. I won't, but I'd very much like to speak with Mrs. Walker. Do you have any idea where I can find her? All I know is that she works as a seamstress at a shop in Lyon, but I don't know the name. I'm sorry, I can't be of any more help than that. Thank you for your time, Mrs. Davis. Oh, you're very welcome. I'll be going now, Mrs. Davis. May the spirits guide your path. Can we talk? Go on, I'm listening. What's the other case you mentioned? The one you said was a higher priority. Well, it seems we might have a mass murderer on our hands. You don't say. That's right. I didn't say because I shouldn't say. But so far, we've had 3 murders with a very similar MO in the past 2 months. Snelling is trying his hardest to keep it under wraps since the newspapers already caught wind of the first 2. I don't envy the department there. I'm happy to stick with the missing persons and domestic disputes. Can we go over my current case? Of course. What have you got? I spoke with Henrietta Davis, the Harris family nanny. A sensible place to start. What did she have to say? She claims to have been unconscious when the kidnapping took place. She must be an extremely heavy sleeper. I don't believe so. The way she described it made it sound like she was drugged. Interesting. Definitely worth looking into, I'd say. I found this torn piece of fabric at the crime scene. It's got an emblem with some initials on it. I recognize that emblem. It's from Solomon Stitching, a little tailor shop in Lyon. My ex-husband had several jackets from there. Sorry to dredge up old memories, but do you remember where they're located? I believe it's on the corner of Bonneville Street and Surratt Avenue. Fantastic. You're helpful as always, Upton. I found this button at the crime scene. The child's nanny identified it as the eye of his stuffed bear. Did you find the bear at the scene? No, the kidnapper must have taken it as well. Interesting. Either the kidnapper is very compassionate, or it's someone who knew the child. Have you ever heard of the Spectre Society? I think so. They're some sort of ghost hunting club, aren't they? A spiritualist group, yes. Don't tell me this case has taken a turn for the supernatural. Not exactly. It's just come up as a potential lead. Are you familiar with the term metempsychosis? No, what is it? Apparently some mystics and philosophers maintain that it's a process whereby human and animal souls are transferred to new bodies upon death. Fascinating. Some people have such queer ideas. What's that got to do with the kidnapping, though? I'm not exactly sure yet. Sometimes I'm jealous of all the odd things you detectives get to look into. That's enough about the case for now. Okay. How's work going? Hectic as usual. Crime in this city seems to be getting worse and worse every day. I suppose that's the price of progress. God help us if they ever actually discover that ethericity stuff then. Things between you and Adelaide getting any better? I'm really not sure. They haven't gotten worse, but things haven't been the same between us since Bill died. Well, you need to figure things out, or everything is just going to explode in your face one of these days. Thanks for the vote of confidence, Upton. I'm merely speaking from experience. If I'd seen the warning signs of Harold sooner, it would have saved me quite the headache. At least your marriage seems like it's still worth saving. That's it, I think. Then you'd better get back to it.
Good day to you, sir. Welcome to Solomon Stitching. I'm Jonah Solomon. Please, let me know if I can help you with anything. This guy has been in business forever. My grandmother had one like that. I think it was meant to be relaxing, but it always felt like my time was running out. Now that it has, well, it actually is relaxing. Go figure. The design of that coat looks awfully familiar. That coat is so dull. I always prefer the ones with a bit more color. It's quite the selection, but I doubt the typical clientele of this place buys off the rack. That cloth will be a garment soon. A vest, by the looks of it. Or maybe I'm completely wrong, and it's a treasure map. Impressive collection of pattern books. I wish I'd known about this guy when I was alive. I'd have asked him to make me a suit for my funeral. Mr. Solomon? Yes, sir. How may I be of service? Oh, let me guess. You're looking to replace that old coat. It looks like it's got quite a few stories it could tell me. You should listen to the man, Miles. He clearly knows what he's talking about. Not today, I'm afraid. There's still a few more stories it has left to tell. Actually, I was wondering if I could ask you a few questions. Questions? Very well, but if they aren't about tailoring, I don't know how much help I'll be. This is a nice shop you have. I never even knew it existed. Well, better late than never, I always say. Life has a funny way of always taking us where we need to go in the end. True. Although I think it's easy to miss out on things from time to time. Oh, of course. It's easy to overlook the details, but in the grand scheme of things, you'll end up where you need to be. And in this case, you ended up here. So, please, feel free to take a look around. Let me know if you find anything you like. I found this piece of torn fabric with your emblem on it. Can you tell me anything about it? Yes. Brown, wool, houndstooth. This is from one of the more popular jackets I sell. And here I thought my ability to name ales within 5 seconds of tasting them was good. This fella has me beat. Do you have any of them in stock currently? Well, sure. I've got one on the display dummy over there. Is there any way you can tell me who you've sold them to? Ooh, I don't think so. I've sold at least 20 in the past month. As I said, it's a very popular style. Is there anything you can tell me about this button? Looks like it's made of wood. Not very well crafted either. Definitely not from one of my products. How did you get into this business, Mr. Solomon? I was always good with a needle and thread. When I was a boy in Poland, I would help my mother with her sewing. Then, during the war with Russia, I fixed uniforms and stitched up wounds. Not long after that, I moved to Vespuccia, settled here in New Britannia. My first shop was in the Chum, but thankfully, I was very successful and was able to move to Lyon. I won't lie to you, this location is much, much nicer. It's refreshing to not have to step over drunken hobos when I open and close the shop. Oh, but that's part of the charm of owning a business in the Chum. Not much else to say beyond that. My business is my life. You seem very dedicated to your craft. That's right. You won't see any of that newfangled steam-powered nonsense in here. Everything is done by hand and with care. I use only the finest quality materials and stitch every thread myself. And that's the way it's gonna stay as long as I'm around. It's worked for 45 years. There's no reason to change as far as I'm concerned. Do you by chance employ a seamstress named Linda Walker? I do, yes. Is she here? No, she has the day off today, but she'll be in tomorrow. Would it be possible to have her address? Begging your pardon, but why should I give it to you? Sagen wir irgendwie Wahrheit oder tischen wir ihm irgendeinen Müll auf? Gute Frage, wo sind wir? Ich sehe leider nichts mehr. Bei mir lädt's nicht richtig. Wir sind in der Schneiderei Salomon. Du sprichst jetzt mit Jona? Fragezeichen. Ja, ich spreche mit Jonas Salomon. Und ich Du habe sollst ihr sagen, dass ihr Sohn und deiner Schulkameraden waren.
Her son, Alexander, and mine were schoolmates. I just found a book he lent my son, and I wanted to return it. I've been trying to track her down for ages. Ich hoffe, das I war only die just found Frage. out where she worked. Oh, I see. It was a terrible tragedy what happened with her boy and her husband. I know how private Mrs. Walker is, but I'm sure she would appreciate you returning her son's book. All right. She lives at 403 St. Agnes Street. Remember when you couldn't even bring yourself to trick people into thinking their shoelaces were untied? You've come a long way, Miles. I'll be taking my leave of you now, Mr. Solomon. Very good. Some people would call that humming and hissing the sound of progress. I'd call it annoying. This machine is quiet. It's already gone up considerably in my estimation. You could learn a thing or two from it, Bill. It says here that Linda Walker is in the upstairs apartment, and someone named Douglas Emafiel is under the stairs. Nobody home. Now what? What? Who are you? Are you from the Steamworks? Afraid not, sir. Damn. Oh well, what can I do for you? Do you know Linda Walker? Of course. She lives upstairs. Who's asking? I'm Miles Fordham. I'm trying to find Linda so I can speak with her. What's your business with her? I'm afraid that's private. Well, she's out right now. You'll have to come back another time if you want to visit her. Have you got any idea when Mrs. Walker will be back? Not for a few days. She told me she was going away for a bit. Ah, that reminds me. She asked me to water her plants while she was gone. Just need to remember where I put the spare key. Why did you think I was from the Steamworks? Because I contacted them a few days ago when my boiler broke, and nobody has come to repair it yet. I should have known better. Those fools always take their time, if they even bother showing up at all. Meanwhile, I'm stuck in here with nothing but cold water. If I catch pneumonia and die, you'll know who to blame. Did you say something about having a spare key to Mrs. Walker's apartment? Sure, I'm her landlord. I look after the place when she's gone. Got a bit of a green thumb, that one, so she puts me in charge of watering her plants. The trip up is a bit of a pain, though. My hips aren't what they used to be. Ich bin mir nicht sicher, ob das schlau ist, ihm zu sagen, dass wir Privatdetektiv sind. Okay, wo bist du? Walker Resident? Hast du versucht, nochmal neu zu laden? Ja, aber es bewegt sich ungefähr 1 Zentimeter und dann bleibt stecken. Vergiss es. Er wird dir den Key nicht geben. Okay. Das hab ich Sorry to nicht bother you, erwartet. sir. I'll just be on my way. Also sollst du seinen Boiler anschauen. Miles, what are you doing? You don't know the first thing about steam engine repair. It can't be that hard to work out. If you're serious about getting it fixed, I'd suggest looking for someone who knows about this sort of thing first. But if you just want to charge in blindly, be my guest. These pipes are connected to the flue. They must heat up the water in this overgrown tea kettle.
It won't go any further in that direction. It won't go. Well, color me impressed. You're either extremely lucky, or you've done this sort of thing before. Oh, ye of little faith. Yes? What is it? I fixed the boiler for you. What? Are you serious? It's pretty pathetic when some yahoo off the street does a better job than the people paid to do this sort of thing. I owe you, friend. Gibt mir jetzt den Schlüssel mit dem reparierten Kessel, oder? So, den hast du jetzt repariert. Du erzählst ihm jetzt, dass der Boiler repariert ist und dann kommt er mit zum Apartment. I'm a private detective, and it's of the utmost importance that I get that key from you. Is that right? Dort musst du dir die Is Cheats Mrs. Walker in trouble? angucken, Has she done something wrong? Müllhaus I'm not entirely sure Bist yet, du ein which is why I need to Receipt take a hast? look inside her apartment. I see. Und das Well, I wouldn't normally do Wallpaper-Board. this, but you did me a great service by fixing the boiler. I can't just give you the spare key, but I can let you into the apartment. That'll be just fine. Thank you. What in the ether? Cripes, did a tornado come through this place or what? Looks as though she definitely left in a hurry. I wonder if she planned on ever coming back. I'll be waiting for you in the kitchen, Mr. Fordham. Just let me know when you're done looking around. There's a handwritten note here. Valerian mixed with chamomile, sedative effects, deep sleep. Seems Mrs. Walker's an amateur herbalist. Maybe not so amateur. I'd love to see the look on Mrs. Davis's face if she knew it wasn't a spirit that possessed her. In fact, let's go tell her, so I can see it. You've gotten fairly misanthropic in your death, Bill. Have I? I hadn't noticed. These will make great evidence in Linda's trial. I don't know about you, but I'm starting to have my fill of plants and flowers. I thought my apartment was messy. It's a boy. Can't be more than 7 or 8 years old. If that's Linda's son, why would she leave this behind? Good question. A fairly recent model. Linda must have spent a good portion of her wages on it. Nice patterns. I wonder if Linda makes all her own clothes. Wenn du fertig Well, at least bist, that müsstest du painting 10 cheers the Clues place up a haben, little 4 bit. Dokumente und 3 Suspects. And the books she left behind are all trashy romance novels. Why wouldn't she take those? They're clearly the best ones. Brauchst du die? Ja. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Also nochmal, wie viele Hinweise?
Moment, ich muss jetzt mal gucken, ob ich jetzt überhaupt auf der richtigen Stelle nach den Hinweisen geguckt habe. Case to. Ein bisschen unübersichtlich. Du solltest am Ende 10 Hinweise, 4 Dokumente und 3 Suspects haben. Bin ich weit von entfernt. Oh, okay. Torn apart. She took most everything. Well, it doesn't appear she had much to take. Na dann. Viel Erfolg damit. Will ich hier einen... Torn apart. You're actually gonna dig through that mess? I sure hope it's worth it. A receipt with yesterday's date. One-way train ticket to Pierre in Lorraine. Departed this afternoon. Thought she could get away easy, it seems. Well, I hate to disappoint her. A receipt with yesterday's... Thought That bit of torn wallpaper looks almost deliberate. What do you know? She hid a book behind the wallpaper. Looks like a journal. 5. April. Ich kann es einfach nicht glauben. Kann es sein? Am Treffen heute Abend habe ich eine Unterhaltung mit Henrietta eingefädelt. Charles Harris ist am selben Tag geboren worden, an dem Alexander gestorben ist. Und er hat auch noch blaue Augen. Ach nee, nicht ernsthaft. Ich weiß, dass ich da nicht vorschnell Schlüssel ziehen sollte, aber das passt einfach zu genau um Zufall zu sein. Um es zu überprüfen, muss ich irgendwas von Alexander finden, was für ein Kleinkind passend ist. Vielleicht so ein alter Bär? 20. April. Charles mag Barney. Und zwar sehr. Henrietta hat mir erzählt, dass sie noch nie erlebt hat, dass er mit solcher Freude auf seiner anderen Spielzeuge reagiert hat. Ich bin fest überzeugt. Charles Harris ist die Reinkarnation meines geliebten Alexander. Oh goddammit. Endlich können wir wieder zusammen sein. Endlich kann ich ihn um Vergebung bitten. Ich muss nur noch einen Weg finden, ihn seinen falschen Eltern zu entwenden, ohne dass die arme Henrietta Schwierigkeiten bekommt. 24. August. Letzte Nacht hatte ich wieder den Albtraum. Alexander schreie. Weshalb hast du das getan, Mutter? War beinahe unerträglich. Wenn er wieder bei mir ist, kann ich ihm endlich erklären, dass ich nichts tun konnte, um ihn aufzuhalten. Thomas war ein Monster und ich war am Ende meiner Kräfte. Samuel hatte mir so sehr geholfen und es gab einfach kein Zurück mehr. Nachdem er vom Kuchen gegessen hatte, wie konnte ich ahnen, dass Alexanders Freund krank werden würde und dass er früher nach Hause käme. Dabei zuzusehen, wie mein Sohn das vergiftete Mahl mit seinem Vater teilte, war das Schlimmste, was in meinem Leben je passiert ist. Ich muss ihn zurückhaben. Oh mein Gott! 5. Oktober. Endlich nach Monaten intensiven Nachdenkens habe ich einen Plan. Samuels Belehrungen über das Wesen der Pflanze waren der Schlüssel. Ich werde Henrietta heute Nacht im Harris-Anwesen besuchen und werde alles vorbereiten. Es muss so aussehen, als wäre der Einbrecher in die Kinderstube eingebrochen, als habe er dabei seinen Mantel zerrissen. 2 Nächte noch und ich habe mein Baby zurück. Die Alte hat ihren Mann und ihr Kind umgebracht. Oh ja. Mann. Und entführt jetzt ein anderes Kind, weil sich einbildet, das wäre ihr totes Kind. Perfekt. Meine Güte. Was ist denn heute in den Point-and-Click-Adventures los? Die Frage ist, war sie es wirklich oder...
Ich meine, das habe ich schon ganz am Anfang vermutet, als das mit dem Bären aufkam. Und wir das gelesen hatten, das letzte Mal. Well, this is pretty damn incriminating. I'll say. Now we just need to figure out how she managed to drug Mrs. Davis. Oh, we've got you now, Linda. Thought you could be clever and get away with the baby, did you? Bill? Well, you thought wrong. With Fordham and Legere on the case, the only thing you're getting is a one-way trip to jail. Bill? And the worst part is how sloppy she was. I mean, really? She couldn't think to pick up a button? She might as well have left a signed confession in the crib for all the good it did her. Bill, would you just shut up, for God's sake? Huh? Is everything all right? Yes, everything's just fine. I just stubbed my toe on the bed frame. You ought to be more careful, Mr. Fordham. Sorry, Miles. You know how I get when we're close to solving a case. You always do this. I need to concentrate, and I can't hear myself think with you yapping away. Right, sorry. I'll keep it to myself. Thank you. But you have to admit, she really would have saved us the trouble if... Bill. Right. Not another peep. As you were. Also ich habe 7 Hinweise und 3 Dokumente, also muss ich wahrscheinlich nochmal irgendwo anders hin. I hope you were able to find out what you needed. Yes, thank you for your cooperation. Warst in Harris Construction Yard schon? Du sollst mit Arthur Devins aber über die schicken Bones und das sprechen, dann bekommst du Arthur Devins. Die Solomon Stitching hast du auch schon. Walker Recent. Oh. Do you practice voodoo, Mr. Devins? What? The chicken bones and dust you Hast send du along with Linda your Walker's letters. It's a Tragic voodoo Past spell schon? meant to cause bad luck in business. Quite a convenient solution, wouldn't you say? I don't know what you're on about. Come now, Mr. Devins. I'd appreciate it if you didn't think I was stupid. Was die? All right, fine. Kannst du einsehen, was du für Hinweise hast? Da könnten wir durchgehen, dann kann ich dir sagen, wo du das noch findest. She told me about the spell and what I needed to do. I don't believe in the stuff, but I thought maybe if I used it, I could scare Harris enough to get him to stop making the new airship. Well, I don't mean to be one to put a damper on your amateur witchcraft, but it doesn't seem to be doing you much good. No, his grandson got kidnapped. That's not something I'd call lucky. Mr. Devins, can you tell me about this note? I've never seen that before in my life. Are you sure about that? Absolutely. It's as I told you. I had nothing to do with that boy's kidnapping. I didn't even know he existed until you told me. Remember? Yeah. And that note conveniently showed up right after you had that conversation. Let him stew in his own lies. His unique way of spelling is all the evidence we need to tie him to the note. Very well, Mr. Devins. Forget I asked. Good day to you, Mr. Devins. You too, Mr. Fordham. This Arthur Devins joker is bad news. Not only is he making threats to the Harris family, he also has the nerve to send a ransom note. We have enough evidence to pin the crime on him, I think. The police can deal with the headache of actually finding the baby. Also ich habe Hinweise zerrissener Stoff, loser Knopf. Moment, warte, was geht mir auf den Sack hier? So ist das noch viel angenehmer. Zerrissener Stoff, loser Knopf, Aussage von Mrs. Davis, Linda Walkers tragische Vergangenheit, Lindas Aufzeichnungen über Pflanzen, Linda Walkers Aufenthaltsort und Linda Walkers So wie Tagebuch. es hier gelistet ist, wäre es vielleicht vernünftiger,
wenn ich dir sage, was ich habe, im Angebot habe und du guckst, ob du es schon hast. Okay. Weil ordentlich gelistet ist es ja nämlich nicht. Ich habe hier Dokument Message from Upton. Ja, hab ich. Okay. Dann habe ich den Hinweis Torn Fabric. Ja, hab ich. Den Hinweis Loose Button. Hab ich. Den Hinweis Torn Betting Stubs. Den hab ich nicht. Den findest du im Schlafzimmer in der Harris Residence. Und dort muss auch das Dokument sein, Letter from Arthur Devens. Handwritten Note. Das Ding habe ich. Fancy. Some poor servant's probably Soll ich gonna erst get die a anderen Hinweise flogging for durchgucken oder leaving it willst du in das here, erst holen though. gehen? Nee, das will ich erst holen gehen. Hast du eine Ahnung, wo Okay. da? Mr. Harris's color selection Du is sollst almost as in drab die as yours. Garderobe gucken. Let's see if there's und anything da of interest ist in any of the im pockets. Schrank Jacken So, und Mr. Harris is a Coats. fan of the ponies, is he? I'm sure that's not causing him any Und dort trouble at findest du all. diese Betting Stubs. Ah. Alles klar, weiter. Okay. So, den Letter from Arthur Devens und Handwritten Note hast du beide. Ich habe einen Brief von Arthur Devens und einen Erpresserbrief. Ich weiß nicht, ob das die Handwritten Note ist. Die Handwritten Note ist aus dem Clothes Pile am Ende des Bettes. There's a handwritten note among the clothes. Miriam, Baby. Miriam, mein Schatz, ich muss dich heute Abend treffen. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. R. Ah, gut. Warum habe ich das Ding denn übersehen? Nothing. So, dann habe ich noch die Hinweise. LeFay's Testimony. Le was? LeFay's Testimony. Nein, das habe ich glaube ich nicht. Und Common Jacket. Das habe ich beides nicht. Wo finde ich das? Okay, da musst du in dieses Landing Office gehen. In was für ein Office? Landing Office, das bekommst du, wenn du in der Nursery mit Mrs. Harris über die Betting Stubs sprichst. Ah, okay. Dann bekommst du eine neue Map und dort musst du hingehen. Dort findest du 2 Hinweise. Ich bekomme einen neuen Ort auf der Karte und da muss ich hingehen, um zusätzliche Sachen zu finden. Was du nicht sagst. Ich weiß. Da wäre ich ohne deine Hilfe nie drauf Hello gekommen. again, Mr. Ford. Ich weiß, das Konzept ist ein bisschen out there, aber ja. I have some questions for you, Mrs. Davis. All right. Mrs. Davis, where did you get the tea you drank on the night of the kidnapping? From my own private supply, I drink a blend of hibiscus and elderberry. It clears the mind and puts me more in tune with the spirits. Did it taste off to you? No. Why do you ask? Because I think your tea may have been drugged. Wait, are you saying? I believe Mrs. Walker used her own herbs to drug your tea, knowing you'd drink a cup the following evening. She then snuck into the house after you'd fallen asleep and took the child. Oh, my word, I never would have thought. I know, Mrs. Davis. But don't worry, I'm doing everything I can to find her. Oh, may the spirits guide you, Mr. Fordham. Thank you for your time, Mrs. Davis. Oh, you're very welcome. Well, I'd say we have everything we need to prove it was Linda who drugged Mrs. Davis's tea and took the child. And we know where she's going, too. Upton will want to know about this as soon as possible. I'll let you know if I have anything. All right. Ich kann mit Mrs. Davis nicht über den Wettschein sprechen. Kannst du den nicht so auf diesen draufziehen oder so? Nein.
Mrs. Harris, nicht Mr. Harris. Entschuldigung, mein Fehler. Mr. Harris. I'll be going now, Mrs. Davis. May the spirits guide your path. Ich bin in der Zeile verrutscht, es tut mir leid. Kein Problem, das kann passieren. I have some questions for you, Mr. Harris. Yes, of course. Mr. Harris, what can you tell me about these? What? How did you... Listen, I'm trying to help you and your family. I can't do it if I don't get the entire truth. Do you think we could discuss this somewhere more private? I suppose we could. Good. Let's move to the nursery then. Shall we continue our conversation, Mr. Harris? Yes, of course. Now that your wife is out of earshot, tell me about the kidnapping and what these betting stubs have to do with it. Right. As I said before, it had already happened when I got home. I had just come from spending the evening at the meadows. I see. I take it your wife isn't impressed by your hobby? I promised her weeks ago that I would stop going, but I've had such a good streak lately. The last thing I wanted was to upset her further, yet it would be foolish of me to just give up on something so promising. Can you think of anyone who might want to do you harm by taking your son? Several, I'm afraid. Go on. I haven't exactly had the best of luck, Mr. Fordham. That's why this latest streak was so important to me. The truth is, I've gambled away most of my money. I've had to take out several loans so Miriam doesn't get suspicious. If she ever found out, it would be over. I can't lose her, Mr. Fordham. I just can't. Where have I heard this before? You know, things would be so much easier if people just talked to each other. I've tried doing business above board, but lately I've had to seek other resources. What do you mean? I was forced to visit a lending office. The owner was a rather shady Sambo, but I figured he'd be easier to deal with than the usual sheenies that run those type of places. Can you believe this guy? Maybe we should just leave the kid be. He'd probably be better raised by wolves. Who was the owner? Mr. LeFay. I didn't bother to get his first name. His business is an abattoir row in Chumley. Horrid place, but I was desperate. You think this Mr. LeFay may have taken your son as collateral? Let's just say there isn't much those type of people wouldn't do to put a crown in their pocket. Those are all the questions I had for now. All right. If you don't mind, Mr. Fordham, I'm going back to the living room. I don't want Miriam getting suspicious. Hello, sir. Welcome to LeFay Lenders. I'm the owner, Chester LeFay. Are you looking to take out a loan? Not today, I'm afraid. I'm Miles Fordham, a private investigator. Look, I don't know what you've heard, but I run a clean business here. I don't need any trouble. And I'm not here to cause any, for the moment. Just keep your nose where it belongs, and we should get along fine. Do you suppose LeFay turns the heat up to put some pressure on his clients? Must be soothing for LeFay to be able to look at this landscape while he sits at his desk. LeFay with a woman and a small girl. I wouldn't have taken him for a family man. He actually has a degree in business from the University of New Britannia? What a waste. A crew escaping a shipwreck on a violent sea. Not the most comforting painting to look at while waiting for a loan. I shudder to think how many people's financial freedoms are locked away in that cabinet. That's the latest model Computron. They don't come cheap. LeFay must be doing pretty well for himself. Mr. LeFay, I'd like to ask you some questions. Fine, but keep it brief. Tell me what you know about Malcolm Harris. Ah, Mr. Harris. Took out a loan about a month ago. Still hasn't paid me back. In fact, he sent along a letter yesterday, saying he was having an emergency and needed more time. I probably should have refused to do business with him. As soon as he walked through the door, I could tell his type. What type is that? Upper class,
bored with his life, trying to escape and doing it through vice. In his case, gambling. This guy is good. Maybe you can pursue money lending if the whole private investigator thing doesn't work out. But for some reason, I pitied him and decided to give him the loan anyway. Compassion isn't exactly an asset in this business, you see. Nothing to worry about in your case, then. Aside from that, I don't know anything about him. I prefer to keep how much I know about my clients to a minimum. Makes things easier for me. Exactly how much did Mr. Harris borrow from you? Is that relevant to your investigation? It would help to have an idea of exactly how much he owes you, yes. I don't feel comfortable telling you the exact amount, but I will say it was over 500 crowns. A considerable sum. Like I said, I probably shouldn't have done it, but I'll get the money back one way or another. What's your policy regarding people who don't pay their loans back? There are a few options. For the first 3 months or so, I'll send them a letter reminding them. After that, I start to threaten them with legal action. You wouldn't believe some of the things people do to avoid paying back their loans. One client went so far as to fake his own death. Do you ever employ any more unusual methods? If you're implying that I do anything illegal, Mr. Fordham, you're mistaken. Look, I have a family to consider. I'm not about to go getting my hands dirty when there's plenty of legitimate ways to handle the situation. Take a look at this piece of fabric. Does it look familiar to you? Sure, it looks like it came from a jacket. In fact, yes, it's the same fabric as the jacket I'm wearing. Would you mind if I took a look at your jacket? Sure, not a problem. Here. Müssen wir mit LeFays Jacke irgendwas Besonderes machen oder müssen wir einfach nur sehen, dass da kein Stück fehlt? Landing Office. Ja. LeFay recognizes the torn fabric and shows you his jacket. The close-up study is the front, then use the arrows on the left-right screen to look at the back. Click close to exit the view. LeFay saw Markham wearing a similar jacket. No tears in mine, huh? Not a one. You clearly take good care of your clothing. I don't mean to discourage you, Mr. Fordham, but I've seen a lot of people with this style of jacket. Hell, even Malcolm has one. I remember he was wearing it when he came in here. I see. Thank you for the information, Mr. So, dann LeFay. gehst du zurück und sprichst nochmal mit Mr. Harris und dann bekommst du Malcolm Harris als Suspect. Dass er sein eigenes Kind entführt hat, aber warum? Was Ja, keine Ahnung, aber das bekommst du als Suspect. I'll let you know if I have any more questions, Mr. Harris. Aber ich kann mit Mr. Harris nicht sprechen. I'll let you know. Ich kann mit ihm nicht sprechen. Mr. Harris? Ja? I have some questions. Ach, du musst noch mal in die Wardrobe gucken, Entschuldigung. Ich war zu schnell. That's all for now, muss Mrs. wohin Harris. Du musst erst überprüfen, dass er die Jacke hat. In den Kleiderschrank und zu überprüfen, dass er die Jacke hat. Und dann kannst du es vorwerfen. You don't suppose. How about that? It matches the piece of torn fabric perfectly. So, this means... It could mean many things. The only thing that's certain is that a piece of this jacket ended up on the floor of the nursery. Seems like something worth asking Mr. Harris about. Okay. I have some questions for you, Mr. Harris. Yes, of course. Mr. Harris, do you recall the torn piece of fabric I found in the nursery? Yes, what about it?
As it turns out, one of the jackets in your wardrobe has a tear exactly the same size and shape as this one. Would you care to tell me how that happened? That can't be. I'm afraid it is, so explain it. I have no explanation. The truth is, I haven't worn that jacket in weeks. I've no idea how it was torn. Are you suggesting someone else took your jacket and wore it when the child was taken? I don't know. Perhaps someone is trying to make it look as though I... But that's absurd. Why would I kidnap my own son? Why indeed, Mr. Harris. You really think he kidnapped his own son, Miles? Seems more likely he was set up. But he also doesn't strike me as a terribly good parent. Maybe it would serve him right to be blamed for this. We've done our part. The police can handle the search for the missing baby. Those are all the questions I had for now. All right. Jetzt haben wir 3 Verdächtige. Und wer ist der Richtige? Hast du jetzt alle Hinweise? Ja, und ich habe jetzt noch 3 Verdächtige. Steht ja nicht, nur dass du jetzt mit ab... 3 Verdächtige, 4 Dokumente und 10 Hinweise sollst du haben. Ja, das kommt hin. Da steht nicht, wer es tatsächlich... Dann sollst du mit absprechen und mehr steht hier nicht. Can we talk? Go on, I'm listening. I'm ready to wrap Ich this würde ja case fast up. vermuten, dass es Okay, Linda war. who's your prime suspect? Ja, ich weiß Weil nicht. in dem Brief steht ja auch... In dem Brief steht ja auch drin, dass ihren Mann vergiftet hat und das Kind in... Ja. It was Linda Walker, Who is she? a seamstress who befriended the Harris family nanny. She took the child because she believes he's the reincarnation of her deceased son, whom she accidentally poisoned. My God. You'll find a journal explaining her motive at her apartment, as well as the plants she used to drug Mrs. Davis. But what about the broken window in the nursery? All part of a false crime scene she set up to draw our attention away from her. Excellent work, Miles. Did you manage to find out where Mrs. Walker is now? Yes, I found a receipt for a one-way train ticket to Pierre, which departed this afternoon. Fantastic. We can send a telegram to the train station and have her arrested upon arrival. You've done extremely well, Fordham. Snelling could only hope to have a detective as good as you again. You flatter me. Then I'd better stop before your head gets any bigger. All right, Miles. I'll go through the proper channels and report your information as an anonymous tip. And of course, I'll dip into the department's Good Samaritan fund to get you proper compensation for your work. For now, go home to your wife. I'm sure I'll have something else for you to look into fairly soon. Welcome to Lorraine. An awfully cute baby you got there. Oh, thank you, sir. This is my son, Alexander. Alexander. That's a good name. Strong name. Yes, thank you. I don't mean to be rude, but I'm in a bit of a hurry and I need to get to my hotel. Of course. I won't keep you any longer, Mrs. Walker. Thank you. Wait. How did you know my name? I didn't. It was a lucky guess. But now, seeing as I know your name, allow me to tell you mine. I'm Sheriff Zeke Dollarhide. Linda Walker, you are under arrest for the kidnapping of Charles Harris. Surrender the child and come with me. No, you've got it all wrong. This is my son. This is my Alexander. Ma'am, please don't make this difficult. Come along to the station and we'll get this all sorted out. Sie war's wirklich. Addie, are you home? Still at her appointment, it would seem. You know, Miles, I have to say, I'm proud of you. Why's that? It's because you actually listened. So does this mean you'll keep quiet until morning? I said I was proud of you. I didn't say you were getting a reprieve. Then I need to figure out how I'm going to sleep through the night without the soporific. You worry about that too much, Miles. You can sleep when you're dead. You don't ever seem to. That's because I slept quite enough when I was alive. In any case, I need to clear my head. The best way to do that after a case was always going for a drink at the Angel. The Angel? But you haven't been there since... Since you died. But perhaps getting back into old routines will help. Perhaps. It would be nice to see old Patrick again at the very least.
Then it's settled. A drink or two at the Angel, for old time's sake.